Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns den Bosch GWS 18V10 an. 32 cm Länge. Das ist der 1000 Watt Winkelschleifer von Bosch. Das ist der normale, also ohne Vibrationsdämpfung, ohne X-Log-Scheiben und ohne dem Pedal Switch, wie er heißt, der unten ist, sondern mit der normalen Taste. Der ist in China produziert worden, hat anscheinend eine Leistung wie von 1000 Watt und da kann man eben das Schutzblech verstellen. Und man hat eine Plastikabdeckung, die mir sehr gut gefällt. Das gefällt mir wirklich gut. Verarbeitung ist sehr gut. Vibrationswerte, werdet ihr sehen. Ich finde, das ist zu wenig gummiert. Er ist optisch schön. Er schaut sehr ähnlich aus wie der von Fine. Ich meine, Bosch produziert ja auch für Fine die Winkelschleifer. Jetzt, seitdem sie im gleichen System sind, ist in China produziert, 9000 Umdrehungen. Und ja, der Fine auch, nehme ich an, ist der gleiche wie der Bosch. Vor allem, weil die gleich produziert worden sind im gleichen Land, nehme ich an, dass da nur eben die Optik sich unterscheidet. Der Griff eben ungummiert, das gefällt mir gar nicht in der Preisklasse. Der ist einfach nur Hartplastik und die Vibrationen sind extrem hoch, aber das werden wir dann erst sehen beim Vibrationstest. Und ja, eigentlich gefällt er mir sehr gut, aber Vibrationen sind echt sehr, sehr, sehr schlecht, muss man sagen. Die Schnellsparmutter gefällt mir gut, sonst wirklich guter Griff, sehr schön von der Dicke. Und gefällt mir wirklich sonst eigentlich ganz gut, bis auf die Vibrationen und dass zu wenig gummiert ist. Ich finde, da sparen viele beim Gummieren. So, da kommen wir zum Thema Vibrationen, wie schon gesagt. Schaut euch das einmal an. Also im Handgelenk oben auf dem Finger 21,1 Meter pro Sekunde, viel zu hoch. Hinten 30, seitlich 150, 160 und im Griff kann man es gar nicht messen, was über 199 übersteigt. Also so einen schlechten Wert habe ich ja noch gar nicht gemessen, aber es wird in Zukunft wahrscheinlich öfter vorkommen, aber schauen wir mal. Dann schauen wir uns das natürlich auch ohne Scheibe an und ja, was mir sehr gut gefällt, ist die relativ schnelle Bremse, 0,56 Sekunden bis zum Stopp, ist jetzt die beste, die ich getestet habe. Das jetzt ist nochmal ohne Schleifteller. Und wie ihr sehen könnt, sind die Unterschiede nicht extrem hoch. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist er extra ausgelegt, um Vibrationen auszugleichen, aber nein, die Vibrationen sind hoch, mit Teller, ohne Teller. Es sind einfach die eigenen Vibrationen sehr hoch. Leider, gefällt mir gar nicht. Aber die Leistung extrem. Schaut euch das an, wie der durch das Metall geht, wie durch Butter, also wirklich wie durch Butter. Also bis jetzt mit Abstand der schnellste, den ich getestet habe, aber in Zukunft werden wir sehen, wie er sich schlägt gegen die anderen. Top. Da können wir eben die Wattzahlen vergleichen, würde man sagen. Wenn wir mal mehrere haben, dann können wir mal schauen, was die angeben und wie viel Gewichte schaffen, dann können wir mal einen Wert finden. 1000 Watt, definitiv müsste dann deutlich stärker sein wie der von Fine mit 700 und das ist ja auch, das merkt man, der bleibt nie unter 10 Kilo stehen. Ich meine, in den meisten Fällen sind es 10,7, um die 11 mindestens. Der Fine ist schon oft bei 9, irgendwas stehen geblieben. Das heißt, es ist definitiv ungefähr der Unterschied, kann man sagen, den sie auch angeben. Ist natürlich nicht ganz genau, aber auf jeden Fall einer von den beiden lügt wahrscheinlich, mehr oder weniger, oder im Positiven oder im Negativen. Entweder hat der Bosch 1000 Watt, der Fine hat mehr als 700, also der GWS 18V7, auch hat der Bosch auch das gleiche Modell, aber top, schaut euch die Werte an, mit Abstand der beste, den ich getestet habe. So, was gibt es dazu sagen? Also Gewicht habe ich gemessen, 1,86 Kilo mit dem Plastik und ja, sonst Preis 160 €, definitiv der teuerste, den ich bis jetzt getestet habe. Aber schaut euch die Zeit an, 3,04 Sekunden, die beste Zeit. Das ist mit Abstand die beste Zeit, die ich gemessen habe. 125 Scheibendurchmesser, auch das Beste oder Schlechteste kann man sagen. 199 Meter pro Sekunde. Vibrationen, das ist extrem hoch, also wirklich sehr hoch. Also mit Abstand der schlechteste Wert, das finde ich sehr enttäuschend, das könnte Bosch viel besser machen. Ich weiß nicht, wieso die Vibrationen so hoch sind. Muss man bei den anderen Geräten schauen in Zukunft, die Tests, aber das ist natürlich ein ganz großer Kritikpunkt.
Lautstärke 96 dB. Ja, ist halt ein bisschen leistungsstärker, deswegen das hört man auch. Maximaler Druck 11,48 Kilo. Ihr seht nochmal ganze, fast 2 Kilo mehr als der Fine. Definitiv ein riesiger Unterschied, ist deutlich besser als Bosch Grün, aber das war auch zu erwarten. Auch natürlich um Welten besser als Einhell. Ja, die Leistung ist extrem, die Verarbeitung ist eigentlich schön, nur zu wenig gummiert. Sonst die Bremse ist relativ gut, das Schutzblech ist gut, ich finde eigentlich die Verarbeitung auch gut und er gefällt mir eigentlich, bis auf die Vibrationen, und sonst gibt es eigentlich nichts Negatives also zu sagen. Sonst ist er Top-Winkelschleifer. Danke fürs Schauen, alle Winkelschleifer sind unten verlinkt. Wenn ihr sie über Amazon bestellen wollt, würde ich den Kanal unterstützen. Vielen Dank für den, der es macht, vielen Dank für den, der schaut. Kommentar da lässt, Abo da lässt, Daumen nach oben. Danke, Servus und ciao.